Ununterbrochen piepst, vibriert oder läutet etwas. Auf deinem Computer jagt ein Pop-up das nächste und jedes Mal, wirklich jedes Mal, wirst du aus dem Fokus gerissen. Und jedes Mal, wenn das passiert, kostet es dich bis zu 20% deiner Arbeitszeit. Wie du Störungen dieser Art um 95% reduzieren kannst, darum geht es in diesem Video und damit hallo und herzlich willkommen. Das Problem, das wir mit Störungen haben, ist relativ einfach erklärt. Wir leben in der 4. industriellen Revolution. Die erste war die Dampfmaschine, die zweite Elektrizität, die dritte Computer und Automatisierung und die vierte, die ist die digitale Revolution. Und diese digitale Revolution hat viele wunderbare Dinge mit sich mitgebracht, aber eben auch viele problematische. So zum Beispiel, dass du ununterbrochen gestört wirst. Wenn du dein Smartphone nicht unter Kontrolle hast, wenn du deinen Computer nicht unter Kontrolle hast, dann nehmen die technischen Störungen mittlerweile überhand. Du kennst das, eine E-Mail kommt herein, ein Pop-up geht auf, jemand ruft dich an, jemand schickt dir eine WhatsApp, irgendein anderer Messenger-Dienst kommt und ununterbrochen blinkt und vibriert und läutet es in deiner Umgebung und jedes Mal wirst du abgelenkt. Störungen dieser Art sind in letzter Zeit exponentiell angestiegen und deswegen müssen wir uns was überlegen. Denn was dadurch passiert ist, ist was ganz Einfaches. Unsere Fokus- und Konzentrationsfähigkeit hat darunter enorm gelitten. Fokus und Konzentration, das kannst du dir so vorstellen wie einen Muskel. Und dieser Muskel, der wächst, wenn du ihn trainierst und der schmilzt, wenn du ihn nicht trainierst. Und durch diese dauernden Störungen verhindern wir das Training unseres Fokus und unserer Konzentration. Und das ist natürlich sehr, sehr problematisch, denn damit schwindet der Fokus- und Konzentrationsmuskel immer mehr. Sollte dich das Thema Fokus und Konzentration näher interessieren, dazu habe ich ein Buch geschrieben, das du hier siehst. Konzentration steigern, Fokus erhöhen. Dein Leitfaden für mehr Konzentration, maximale Produktivität und schnellen Erfolg. Wenn dich das Thema interessiert, ich verlinke es dir unterhalb dieses Videos. Ja, und jedes Mal, wenn so eine Störung kommt, dann haben wir das Problem, dass wir eben aus dem Fokus und aus der Konzentration gerissen werden und dass uns das bis zu 20 Minuten kostet. Warum das so ist und warum das bis zu 20 Minuten kostet, das habe ich dir in einem anderen Video erklärt, das ich dir hier oberhalb in der Box oder in der Videobeschreibung hier verlinkt habe, wo es darum geht, warum du jedes Mal 20 Minuten verlierst, wenn eine Störung kommt. Lass uns jetzt aber zur Problemlösung kommen, wie du 95% dieser Störungen vermeiden kannst. Und dazu will ich dir ein Tool vorstellen, ein Tool, das es sowohl für Windows wie auch für den Mac gibt, ein Tool, das es sowohl für iOS, also Apple-Geräte, wie auch für Android-Geräte gibt. Und dieses Tool, das ich dir jetzt auf meinem Computerbildschirm zeigen werde, heißt Freedom. Wie du siehst, gibt es eben alle Versionen für Mac, für Windows, für iOS und für Android und du hast nun zwei Möglichkeiten, alle Einstellungen zu treffen. Einerseits natürlich über die Website, andererseits auch hier über den Freedom Launcher. Auch hier kannst du alles einstellen und gehen wir es mal Step by Step hier durch. Hier kannst du deine Geräte hinzufügen, da kannst du sagen, ich will ein neues Device hinzufügen, dann kannst du dir hier entsprechend natürlich die Apps herunterladen. Das funktioniert. Du kannst verschiedene Sounds abspielen, wenn du das willst, während du arbeitest. Ja, ist jetzt nicht so spannend vielleicht, aber ein Coffee-Shop-Sound, wenn du das willst. Manchen hilft es ja offensichtlich dabei. Und du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten, Sessions einzustellen. Du kannst jetzt eine Disattracting-Session hier starten und sagst, 25 Minuten will ich jetzt mal ungestört sein. Und dann klicke ich hier auf Start. Oder ich kann sie auch für später programmieren und kann sagen, ich will von bis das machen. Oder du kannst eine Recurring Session einstellen. Das heißt, an den und den Tagen will ich um die von bis nicht gestört werden. Und dann kannst du eben hinzufügen, was willst du alles stören, also alle Websites, alle Apps, was genau soll es sein, ja, und hier natürlich auch, auf welchen Geräten willst du nicht gestört werden, auch das kannst du natürlich zusätzlich einstellen. Du siehst, ich habe hier zwei Blocklists, einerseits Full Focus, wo de facto alles gesperrt ist, ich klicke hier mal drauf, dann siehst du hier,
ist alles gesperrt. Also von Social Networks, Newsseiten, Politikseiten, Apps, verschiedene spannende Seiten, auf denen man sich oft ist, unter anderem auch Gmail, Instagram, ja, die New York Times, Netflix und so weiter. Also du kannst diese Blocklist hier selbst anlegen. Also wenn ich wirklich im Full-Focus-Mode bin, dann habe ich hier dieses Full-Focus. Ansonsten sind diese Tractions ausgeschaltet, wie eben die sozialen Netzwerke zum Beispiel. Auch das kann natürlich Sinn machen. Das Ganze, wie gesagt, kannst du auch hier oben steuern, zumindest am Mac. In der Windows-Version weiß ich das nicht ganz. Du kannst dann ein Device dir aussuchen. Du kannst sagen, ich will auf allen Devices das haben oder nur auf gewissen. Du kannst die Blacklist selecten, also was will ich genau, will ich diese Traction, will ich Full Focus, ja, kannst du auch hier alle auswählen oder keiner, je nachdem was ist. Du willst sagen Start Session, wann soll es sein. Du kannst Schedule a Session machen, auch das funktioniert natürlich gut. Du siehst, du kommst hier immer wieder in das Browserfenster rein, wenn du hier oben etwas klickst, was aber nicht weiter problematisch ist. Und dann wird eben alles geblockt, was da eben reinkommen könnte. Und du kannst sogar sagen, ich will managen, welche Programme am Computer hier hinzukommen können oder welche mich stören dürfen und welche mich nicht stören dürfen, wenn ich da am Arbeiten bin. Auch das kannst du natürlich alles hier einstellen, alles sehr, sehr unproblematisch. Ja, und last but not least kannst du dann einfach eine Session starten und dir gewisse Dinge ansehen. Das ist jetzt in der kostenlosen Version ein wenig weniger. In der Bezahlt-Version kannst du dann natürlich ein mehr. Zum Beispiel kannst du sagen Manage Website Extensions und dann kannst du hier eingeben, welche Webseiten nicht geblockt werden sollen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich will auf YouTube was machen, ja, dann gebe ich hier youtube.com ein. Und sage Add und dann kann ich auf keine Webseiten, aber ich kann auf youtube.com, ja, wenn ich zum Beispiel ein Video runterlade oder rauflade oder auf ganz, ganz spezielle Seiten kann ich, wie zum Beispiel Facebook Business Seite nur, aber nicht auf die normale. Also das kann ich auch alles hier natürlich einstellen, die Exceptions List, auch das ist eine wunderbare Sache, die du hier machen kannst. Ja, und so kannst du eben viele, viele Dinge sperren. Pop-ups kommen gar nicht zu dir. Viele andere Sachen, wie du es hier siehst, sind gesperrt. Du kannst Advanced Scheduling machen. Das habe ich immer gemacht. Also zwischen 5 Uhr und 8 Uhr ist das automatisch gelaufen, ohne dass ich irgendwas dazu tun musste. Du kannst das ganze Internet blocken, Website, bestimmte Apps, das ganze mobil und am Computer. Gewisse Chrome-Features hast du ebenfalls und so weiter und so fort. Also für mich Freedom ein wirklich, wirklich cooles Tool, das mir sehr geholfen hat, meinen Fokusmuskel wieder zu trainieren. Freedom also wirklich ein sehr, sehr geniales Tool. Wenn du es richtig einsetzt, dann kannst du damit massiv Arbeitszeit sparen, fokussierter, konzentrierter arbeiten und damit wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge haben, indem du nämlich mehr Aufgaben in weniger Zeit erledigst, schneller als andere erledigst und entspannter als andere erledigst. Und wenn dich Tools interessieren, dann interessiert dich vielleicht auch ein Tool, wie du Notizen schnell, einfach, bequem und effizient speichern kannst. Und dieses Tool stelle ich dir hier unterhalb in diesem Video vor. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen, mach's gut und genieße deinen Tag.